big issue in this class. I know, we've wrestled with. So, does that help any? Hilft das mit diesen Themen, was ich gesagt habe? Ladies, are you a little bit more at peace with Paul? Frauen, könnt ihr euch ein bisschen mehr mit Paulus vertragen? Some of you are. I'm so mad. How dare you? So again, it's that cultural context of the time. Wie gesagt, kultureller Kontext der Zeit. Paul's actually pretty, for the most part, actually fairly progressive. Ist eher vorwärtsdenkend. The Jews were actually very, for that society in the ancient world, even the Old Testament, were pretty progressive. Juden waren allgemein schon relativ progressiv in den ganzen Themen. Women were taken care of and respected more than generally other societies. Die Frauen wurden mehr respektiert und man hat sich mehr um sie gekümmert als irgendwo sonst in anderen Gesellschaften. Generally, women, you know, it's the world back then is a very hard, labor-intensive world. Die Welt damals ist eine sehr harte, arbeitsintensive Welt. Newsflash: men are biologically just stronger. Und Newsflash: Männer sind körperlich stärker. Just the way it is. Das ist so, generell zumindest. So women didn't quite work. Ownership of land went through the men's line. Und ja, der Besitz Landes von Ländereien ging durch die Erbschaft von Männern. And if you own fields and livestock, und wenn du Felder und Tiere besitzt, you need lots of people to work those. Brauchst du viele Menschen, die daran arbeiten. So you need kids. Also brauchst du Kinder. There's no birth control. Es gibt keine Verhütungsmethoden. So basically, the woman's role in that society was to maintain the household and bear and raise kids. Also dadurch hat sich die Rolle der Frau etabliert als diejenige, die für neue Kinder sorgt und die aufzieht. Alright, the modern world where we have more office jobs and less labor-intensive jobs. Die moderne Welt, in der es viele Berufe gibt, die sich nicht nur auf den Körper beziehen, sondern ja, Bürojobs und so weiter. A world with birth control. Eine Welt, in der Verhütungsmethoden sehr Social Security, retirement, investing, office jobs, etc., etc., etc. There's just a lot more opportunity for women in the modern world. Mit Sozialversicherung und so weiter. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten für die moderne Frau. It's easier for you to pursue a career or whatever you want to do. Es ist viel einfacher für euch, dass ihr eine Karriere zu verfolgen und zu machen, was ihr tun wollt. And so the equation of what women can do in a society has become a lot easier for you to do whatever you want. Und ja, dadurch ist es wesentlich einfacher für Frauen, was sie tun können heutzutage als damals. Okay, I think I mentioned earlier in the week what I think I'm discovering is the whole sexual morality issue in the Bible. Und ich merke, in der Bibel gibt es eben dieses ganze Thema von der sexuellen Moral in der Bibel. The higher value is the family structure. Der höhere Wert dahinter ist die Familienstruktur. Because sex is going to lead to more kids, more likely in the ancient world. Denn Sex führt zu mehr Kindern. Und, ja. And that's going to cause poverty and multiple children with multiple fathers, on and on and on and on. Und das verursacht Armut und Kinder von vielen Vätern und so weiter. Yeah. One thing I wanted to add to your question. In the German translation, you can see it two ways. You can see women get saved if they get children, or you can see will a woman get changed when they getting children, if they believe. Yeah, and it says I can see it. You get saved through bearing child if you believe in love, holiness, and. Interesting. That makes a difference. Because for us it just says, but women will be saved. Like, yeah. I mean, you can like, see it no both ways. It's No, like will be saved, but the question is through childbirth or while childbirth. Right. Yeah. And at least from this translation, it is totally both possible. And I mean, if you have just a general understanding of language, then you could also think of through being. The act is saving her, or she will be saved while that. Right. In No, and that is gives more of a perspective. It's just interesting when you read that whole paragraph based on our worldview. You're just like, what? But it does give a lot of things to think about.
And the more accurate German translation says they will be saved in bearing children or through bearing children. While being While yeah. childbearing. I'm not commenting on these things. Maybe I will add another Bible viewpoint for the Bible verse. Like a man will be saved, sanctified through the wives, if the believer, and the church understanding, a wife will be saved, or wife will be sanctified through the believer or husband. So that's also in another biblical perspective the church taught. Even that's the reason the Christian believer children, the church concerning, they can take a baptism through that sanctification. So that's actually kind of a additional church understanding. But that's not a Pentecostal understanding. That's actually the traditional church understanding. So, but I'm not commenting on Bible. Yeah. Okay. All right. So moving on, a couple quick issues before we go to break at 10 minutes. Gehen wir noch ein bisschen weiter. All right. So again, there's lots of divisions going on in the Corinthian church. Es gibt Vielteilung in der korinthischen Kirche. You know, we saw the whole meat and whatever issue. Wir haben schon ein bisschen das Thema mit Götzenopferfleisch behandelt. Again, they're meeting in kind of house church settings and having meals together. Und sie treffen sich in kleinen Hausgruppen und essen zusammen. The Jews probably don't want to eat the Gentiles. The Jews. They don't want to eat the Gentiles. Don't want to eat wet. Really sounded like Gentiles. Okay, Gentiles aren't kosher. You can't eat. Genau, die Juden wollen nicht mit den Heiden essen. The rich don't want to eat with the poor. Die Reichen nicht mit den Armen. It sounds like they're having meetings and they're taking communion and they're really pouring out the wine. Und es klingt, als ob sie bei den Treffen dann richtig den Wein gut bechern. And people are getting drunk. Und die Leute werden Psuffer. Sounds like people are going and stuffing themselves so they don't have to pay for their own food. Und das, People are going to these church meetings and just hoarding food and stuffing themselves. Und manche kommen zu den Treffen und stopfen sich voll. So they don't have to buy their own food later. Und damit sie nicht ihr eigenes Essen später kaufen müssen. Lots of sexual immorality going around. Viel sexuelle Unmoral da. Again, a lot of Gentiles probably came from a very sexualized lifestyle. Wahrscheinlich kommen viele der Heiden von einem sehr sexuellen Lebensstil. And you just don't turn that off overnight. Und das kann man nicht mal so schnell ausschalten. You got women that are former prostitutes. Du hast ehemalige Prostituierte, die in der Gemeinde sind. So you've got issues of sexual immorality going on within the church. Also hast du Probleme mit sexueller Unmoral in der Gemeinde. So Paul's trying to sort that out. Also versucht Paulus das zu behandeln. So he tells everybody, get married. Und deswegen sagt er, heiratet doch einfach. It's good to bear children, it's good to have that structure, and it's good to have an outlet for that sexual tension. Und es ist gut, wenn ihr Kinder kriegt und wenn ihr eine Möglichkeit habt, von der sexuellen Spannung die irgendwo abzubauen. Okay? And at one point he says, you know, I wish you all could be like me, which I think he's referring to being unmarried, at least at that time. Und er sagt dann, ja, ich wünschte, dass ihr alle jetzt so sein könntet wie ich, womit er höchstwahrscheinlich meint, dass er unverheiratet ist, zumindest zu dem Zeitpunkt. We never know if Paul was actually married or not, and if he was, what happened to his wife, but it never says he was. Wir wissen nicht, was sein Beziehungsstatus allgemein ist und zu welchem Zeitpunkt und so weiter, ob er je verheiratet war oder was. So he says, I wish you guys could be like me, unmarried, so you could focus on spreading the gospel. Er sagt, ich wünsche, dass ihr so unverheiratet sein könntet wie ich, dass ihr euch auf die Verbreitung des Evangeliums konzentrieren könntet. If you're married, you have to spend a lot of time and energy taking care of your spouse and the household, etc., etc. Wenn du verheiratet bist, dann musst du dich um deinen Partner kümmern und um deinen Haushalt und so weiter und so fort. If you're not, you can spend all that time in industry, you know, expanding the kingdom. Und wenn nicht, dann kannst du all diese Zeit ins Königreich investieren. But if the sexual issue is going to be a problem for you, it's good, it's holy to be married, get married.
Aber wenn du Probleme mit dem Thema Sexualität hast, wenn du da einen Drang verspürst, dann heirate bitte, das ist gut, das ist heilig. All right. Gut. So that's a funny thing because I see in some churches the priesthood is not allowed to get married. Und ich finde das sehr interessant, weil in manchen Gemeinden sehe ich, wie die Priesterschaft nicht heiraten darf. They kind of base it off this. Die machen es daran fest. Now there's other traditions. Und dann gibt es andere Traditionen. I know I've met plenty of Koreans. A lot of the Korean traditions, pastors have to be married. Und in manchen Gemeinden, zum Beispiel in koreanischen Gemeinden, ist es sehr typisch, dass ein Pastor verheiratet sein muss. And they take that off. I think some stuff from Titus, Timothy, Und die nehmen das von Titus und Timotheus. about an elder should be married to one wife Wo sie sagen, ein Ältester soll mit einer Frau verheiratet sein. and be able to take care of his own household to be a spiritual leader. Und in der Lage sein, sich um seinen eigenen Haushalt zu kümmern, um ein geistlicher Leiter zu sein. Yes, in Pentecostal churches also, especially the mainline Pentecostal churches, there are a lot of independent churches out there. To be married, then only they will get a ordination. So, for example, me, I also get it that only after the marriage only. Yeah. So, but in the traditional churches, including their understanding is like those who actually taking over the church, they have to marry. But for example, bishop or like an archbishop or priest, they no need to be married because they really, like Paul said, they're totally devoted to God, and so that's the way they consider that. But those who are dealing with the people and in how to say in the church, they should marry. That's actually their understanding. Yeah. But there are in the Pentecostal churches itself, there is like a TPM, the Pentecostal church. They're not allowed any pastors or women to marry. Only the believers of it can be married. So they are wrong. So, should you get married or should you not get married? Also solltest du heiraten oder nicht? Simply, I will say, I think the thing is, what's your calling? What Yeah, calling has that's God Die given you? Frage ist, wozu bist du berufen? Both are legitimate callings. Yeah. Beides sind gute Berufungen. And personally, for my life, it was actually a very long season in my life where I felt God said, be single. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott für mein Leben ganz lang gesagt hat, sei Single. Spend a good 15 years focused on ministry. Verbringe gute 15 Jahre damit, dass du dich auf den Dienst fokussierst. Then I felt after some years, some time, over some transition, God says, okay, it's time to change. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie Gott gesagt hat, okay, und jetzt ändern wir den Plan. Okay? So don't let anybody tell you must be one way or the other. Yeah. Also lasst euch von niemandem sagen, ihr müsst eins von oder das andere sein. Be obedient to God's calling in that area in your life, just like everything else. Folgt dem Ruf Gottes nach. Okay? Ist wie in allem anderen auch. If you're called to be single, Wenn du berufen bist, Single zu sein, invest your time and your energy into doing what God's called you to do. investiere deine Zeit und Energie darin, was Gott dich berufen hat, wozu Gott dich berufen hat. You know, that may be for a lifetime, that may be for a season. Das könnte für dein Leben sein, das könnte für eine Zeit sein. Okay? Maybe God calls you to get married when you're fairly young. Vielleicht beruft dich Gott dazu, dass du relativ jung heiratest. It's good and holy too. Das ist auch gut und heilig. Okay? So that's how I do it. I think people tend to go to one extreme or the other, Leute gehen oft in das eine oder andere Extrem. but we just need to honor God's calling in their life for that season. Und wir müssen einfach nur, wir sollten ehren, wozu Gott sie berufen hat für die Zeit. Because I'll tell you, I've been married almost 4 months now, Wie ich euch erzählt habe, ich bin ja schon fast 4 Monate verheiratet. and she's in school, I'm still in YWAM, Und sie ist in der Universität und ich bin noch in JNM. so our careers haven't really changed. Unsere Karriere hat sich nicht wirklich geändert. I'll tell you, I feel like I have a lot less time and energy for ministry. Yeah. Aber ich sag euch, ich habe das Gefühl, ich habe so viel weniger Zeit und Energie für den Dienst. I can't even figure out why, I just don't. Ich weiß nicht mal warum, habe ich einfach nicht.
oh, there's more laundry to do, there's more house to clean, Es gibt mehr Wäsche zu waschen, es gibt mehr Haus zu sauber machen. there's somebody that always wants attention. Irgendjemand will immer Aufmerksamkeit. You gotta always, like, you can't just make plans, you gotta yell at, oh, hold on, I gotta talk to somebody else first about that plan. Du willst einen Plan machen und dann musst du sagen, warte kurz, ich muss noch mit meiner Frau reden. Okay, it's just more complicated than you think it is. Es ist wesentlich komplizierter, als du denkst. It's a joy, it's a pleasure to have that companionship in your life. Es ist schön und wunderbar, diese Gemeinschaft in deinem Leben zu haben. The best part about being married, Das Beste daran, verheiratet zu sein, you're far less bored. du bist viel Zeit mit gelassen wird. One, you're more busy. Two, even when all your friends are busy, you know, you always have to think, oh, I want to hang out with people and go, oh, I have homework, or I have to go do this, or I have to do that, right? Egal was deine Freunde machen, wenn deine Freunde voll beschäftigt sind. Oh, when you're married, your best buddy's always just there. Ja, wenn du verheiratet bist, ist dein bester Freund gleich da. It's great. You both sit on the couch and watch different Netflix movies. Es ist genial, wenn ihr jetzt beide auf der Couch sitzt und unterschiedliche Netflix-Filme ansehen. That's very life. Das ist von Eheleben. It's not radical. You just, even if you're not doing anything important, you just have somebody there to do it with. Selbst wenn du irgendwas Unwichtiges machst, du hast jemanden, der da ist, mit dem du es machen kannst. If you're doing your normal, boring work, watching Netflix or doing whatever you're gonna do, hey, your best buddy's sitting there. Und wenn, egal was du machst, eine langweilige Arbeit oder sonst was, dein bester Freund sitzt da. So, teach, but enjoy each season. If you're in a single season, Yeah. enjoy it. Yes. Und einfach genießt alle Zeiten da drin. Wenn du gerade in einer Single-Zeit bist, dann genießt das auch in vollen Zügen. Embrace everything God has for you, the freedom that God's given you in that season. Genießt, was Gott für euch gerade hat in allen Zeiten. I did it for a long time. I did it for 16 years in Wyoming. I know sometimes it's boring, sometimes it's lonely. Und ich war 16 Jahre lang Single in Wyoming und in Vietnam und ich weiß, dass es manchmal langweilig ist und doof. I know sometimes you're in a really cool place and you wish you could share it with somebody special. Und manchmal bist du an einem wirklich guten Punkt und du wünschst, dass du es mit jemandem Besonderem teilen kannst. But enjoy it. Aber genieß es. God has a lot to teach you. Gott hat dir noch viel beizubringen. God has a lot for you. Er hat viel für dich. And then when you get married, Und wenn du dann heiratest, it gets more complicated, wird es komplizierter. but there's still a lot of joy and things and challenges as well. Und da gibt es dann aber andere Freuden und so, Herausforderungen. Okay? Okay? That's marriage, So viel zur Ehe. and now it's coffee break. Und jetzt gibt es Kaffee. Hallelujah.